Jede Pflanze hat eine Geschichte. Es ist ein unterschätztes Medium in unserer Welt. Die Leute sind pflanzenblind, weil es für sie einfach zu viel ist, was sie sehen. Sie nehmen es wahr, aber nur noch als komplettes Grün. Also es entstand durch eine Arbeit über Ballastpflanzen in Norwegen. Ballastpflanzen sind Pflanzen, die über den Ballast von Segelschiffen, das war meistens Erde, zu den Heimatländern transportiert worden sind und sind sozusagen unabsichtlich dort verbreitet worden. Das hat mich so auf den Gedanken gebracht, über die Ankunft von Pflanzen eine Arbeit zu entwickeln, über Christoph Kolumbus, der sozusagen als erster Pflanzen oder Samen von Amerika nach Europa, also in die alte Welt gebracht hat, aber mit einer Absicht, also mit einer Weiterverbreitung. Und das ist eben so der Ausgangspunkt für den Begriff Neophyten. Also Neophyten heißt einfach neu, also Neo und Phyten Pflanzen. Und alle anderen Pflanzen würden wir jetzt als einheimische Pflanzen bezeichnen oder indigene. Und man sollte es nicht unbedingt gleichsetzen mit invasiv, das wird dann oft verwechselt. Neophyten ist einfach neue Pflanzen, aber nicht alle Neophyten sind invasiv. Viele sind sich halt heute gar nicht mehr bewusst, die Kartoffel ist schon als urdeutsches Gemüse sozusagen zu sehen. Ne? Was mich auch fasziniert hat, war eben das Schiff, dass es gar nicht so groß war. Also der Nachbau hier ist 2:3. Und was für ein Startpunkt es auch war für die Kolonialisierung, für den weltweiten Handel. Weil die ganze Kolonialgeschichte eigentlich auch hauptsächlich mit Pflanzen zusammenhängt. Was hier jetzt ist, sind keine Nutzpflanzen, sondern Zierpflanzen. Das wird dann halt eher übersehen, weil das andere ist klar ein Wirtschaftsgut. Aber auch Zierpflanzen sind eben Wirtschaftsgut, dass man eben nur nach dem Aussehen die Pflanzen gejagt hat. Ne? Und damit auch einen Profit dann eben in der alten Welt erzielen wollte. Ne? Kolonialisierung hing zum Beispiel ab von Baumwolle. Baumwolle war ein wichtiges Produkt zum Kleider herstellen. Die war jetzt zum Beispiel nicht heimisch in den USA. Oder Tee, die wurde illegal ausgeschmuggelt von Japan nach Java oder von China nach Indien. Und dadurch konnte man auf einmal die Engländer selber Tee produzieren oder die Niederländer, weil das waren wichtige Handelsgüter. Ne? Kautschuk war auch ein wichtiges Gut oder ist immer noch. War wichtig, eigene Kautschukplantagen zu haben, um eben Autoreifen herstellen zu können. Also unsere wirtschaftliche Entwicklung hängt sehr von den Pflanzen eigentlich ab. Und das wird dann immer wieder vergessen, weil wenn jemand heute einen Autoreifen anguckt, dann denkt er nicht an Kautschukplantagen. Ne? Es waren natürlich auch Kriege oder Konflikte, viele über Pflanzen. Zum Beispiel wurde auch in Indonesien eine Insel ausgerottet, um Muskatnussbäume zu bekommen.
Also hat schon sehr gravierende Folgen und auch die ganzen Sklaventransporte nach Südamerika oder Nordamerika hängen ja zusammen mit Plantagen, ne? Dass man eben was angebaut hat, Kaffee, Baumwolle, Bananen oder Zuckerrohr. Ne? Diese Abhängigkeit steht halt bis heute teilweise noch, besteht heute noch. Und dann war für mich auch wichtig, wie setze ich das um? Und heutzutage sind eben die Europaletten das Transportmittel, also auf Cargoschiffen, in Containern oder hier. Und das war für mich dann so der Turning Point, zu sagen, okay, ich bringe das auf den Anthropozän-Level, dass es eben eine Umsetzung hat, die passt auf die heutige Zeit. Ne? Also das Konzept ist, dass der Palettenuntersatz, der Sockel sozusagen 2:3, der Nachbau von der Niña ist, dem Boot, mit dem Kolumbus zurückgekommen ist, und Paletten eben das heutige Transportmittel sind. Um die Form nachzubilden, habe ich die Töpfe genommen und Kübeln von den Pflanzen, um so eine Anmutung zu geben von der Schiffsform. Und ausgesucht habe ich die Pflanzen nach verschiedenen Kriterien. Einmal, dass sie hier wachsen im Kubus, und zum anderen verschiedene Epochen im Gartenbau, zum Beispiel der Rhododendron war eine Modepflanze eher in 60er, 70er. Manche sind wirklich auch sehr untypische Pflanzen, wie die immergrüne Magnolie. Die sieht man hier jetzt zum Beispiel noch nicht so oft. Magnolie ist auch eine Pflanze, die ihren Namen verloren hat und nach Monsieur Magnol benannt worden ist, einem französischen Botaniker. Und durch das IA eben auch dieses weiblich dann hat, Magnolia. Also mit dem Transport von den einheimischen Ländern zu hier haben sie natürlich auch sozusagen den ursprünglichen Nutzen, also die medizinische oder Genussmittel, Bedeutung verloren, aber auch halt ihren einheimischen Namen. Meistens wurden die umbenannt und ganz oft wurden die umbenannt nach Menschen. Und zu 98% eigentlich nach Männern, wenn sie nach Menschen benannt worden sind. Und mit den einheimischen Namen ist natürlich auch die Bedeutung verloren gegangen. Ne? Die Beschriftung außen ist wieder so ein Zurückführen an die ursprüngliche Benennung. Und für mein Verständnis ist es halt komisch, dass man nicht die einheimischen Namen gelassen hat, wie zum Beispiel bei der Hosta, die heißt Giboshi auf Japanisch. Für mich als Botanikerin oder aus der Botanik kommen, war immer klar, die Namen wie Hosta oder Magnolia sind nach Männern benannt. Also Monsieur Magnol, Magnolia, Mr. Forsyth, Forsythia, und durch das IA oder A am Ende oder im Deutschen IE, Funkie, hat es so was Feminines. Aber wie schon gesagt, 98% sind eigentlich männlicher Herkunft. Ne? Also hier sieht man eine Pflanze, die heißt Tradescandia, die ist nach dem englischen Botaniker Tradescant benannt. Und ich habe die auch mit reingenommen, weil die deutsche Bezeichnung ist Dreimasterpflanze. Und das passt natürlich dann auch zum Boot, weil das Boot auch ein Dreimaster war. Also sind solche Bonbons, die ich da teilweise noch mit reingenommen habe. Eine andere Pflanze, die sehr signifikant ist für die Benennung, ist hier die Hosta, eine blaublättrige. Also die heißt Hosta, im Deutschen heißt sie Funkie. Also Hosta ist die Bezeichnung, Funkie ist die Gattung. Und es gibt eine Art von Hosta, die heißt auch noch Siboldiana. Und dann haben wir gleich 3 Botaniker drin. Funk war ein österreichischer Botaniker, der nie was mit der Pflanze, die im Japanischen Giboshi heißt, zu tun hatte. Hosta, Herr Host, ein deutscher Botaniker, Siebold auch. Siebold war ein Botaniker, der illegal zum Beispiel Teepflanzen oder Keimlinge exportiert hat nach Java, zu einer holländischen Kolonie, wo dann sehr erfolgreich Tee angepflanzt wurde. Und dann kommen wir auch zur Teepflanze hier oder zur Familie der Teepflanzen, die Camellia. Und Herr Kamel ist der Namensgeber, ein Jesuitenpater, und deshalb heißt die Pflanze eben Camellia, weil Linné, der
ihn ehren wollte. Also meistens ging es bei der Benennung nach Menschen, um die zu ehren, dass eben eine Pflanze nach ihnen benannt worden ist. Und einige BotanikerInnen haben nie Pflanzen nach sich benannt. Zum Beispiel Sibylla von Merian hat von sich aus keine Pflanze nach sich benannt. Das war für mich auch so ein Moment, das eben in die Arbeit zu integrieren, was da dahinter steckt. Es ist auch eine Arbeit daraus entstanden, die Herren in meinem Garten, also wo ich die alle rausziehe, die nach Männern benannt sind. Weil, also nach Botanikerinnen bin ich jetzt an der Recherche, gibt es fast keine Frauennamen, die da verewigt worden sind. Ne? Und mit dem Beschriften ist es wieder so ein Zurückgeben oder in Frage stellen, warum ist es eigentlich umbenannt worden? Wieso wird es nicht mehr zurück umbenannt? Ne? Weil durch DNA-Analysen kommt es schon immer wieder vor, dass Pflanzennamen geändert werden, botanische. Aber im Sinne des Zurückgebens passiert das nicht. Das fände ich eine gute Idee. Also wenn man schon flexibel ist, in andere Richtung die Pflanzen umzubenennen, warum nicht denen den Namen wieder zurückgeben, den sie eigentlich haben. Also es ist auch so ein Überstülpen gewesen von westlichem Denken oder westlicher Dominanz über die Pflanzen. Ich weiß nicht, wie gut man sie sieht. Das ist eine Forsythie, auf Chinesisch Lingzhou. Und das ist eine der 50 fundamentalen Medizinalpflanzen in China. Und also sie blüht im Frühjahr gelb und diese Blüten und auch die Samen ist ein wichtiges Mittel gegen Entzündung. Und bei uns wird die eigentlich nur der Blüte wegen im Frühjahr, weil es eine der ersten Blütensträucher ist, angepflanzt. Und kaum jemand weiß, dass man zum Beispiel die Blüten trocknen könnte als Tee. Hier ist eine der ältesten Pflanzen überhaupt, Ginkgo aus China. Und ist auch eine der wenigen Pflanzen, die ihren Namen behalten haben. Ginkgo biloba. Lebensbaum oder Glücksbaum wird es auch genannt. Den gab es eben schon zu Dinosaurierzeiten. Ja, und man sieht es auch an den Blattadern, dass der ganz anders strukturiert ist wie jetzt ein anderes Blatt. Das ist eine fossile Pflanze. Ja. Neophyten sind nicht gleich invasiv und gerade im Zuge vom Klimawandel sind wir auf ausländische Arten oder Migration von Pflanzen angewiesen, weil unsere Arten teilweise diese Adaption an die Veränderung nicht bestehen. Und ich hatte auch mit der Baumschule geredet, also es ist einfach ganz klar, dass wir nicht drum herum kommen, ausländische Arten zu haben. Und ausländische Arten sind per se eben nicht schlecht oder invasiv. Man sollte halt nur bedenken, dass viele Arten, weil sie importiert worden sind, ohne den normalen, typischen Biosphäre, also ohne die Insekten und Schmetterlinge, Käfer, dass die keine Grundlage bieten für diese Tiere. Und dass man dann eben ausgewogen wählen muss, was pflanze ich jetzt an in der Stadt. Wenn ich jetzt nur Plantanen habe, dann ist halt die Biodiversität in dieser Straße geringer, wenn ich eine Mischbepflanzung mache. Das ist eine Schusterpalme aus Japan, mit der man Essen einwickeln kann zum Beispiel. Das war eine der ersten Zierpflanzen in Europa, die auch bei geringen Lichtverhältnissen durchhält. Rhododendron ist sehr häufig hier in Deutschland oder in Europa. Ist zum Beispiel bei uns eine Gartenpflanze, aber in Schottland und England ist er als invasive Art. Also das Invasive von Neophyten hängt auch immer von den Klimabedingungen ab. Rhododendron findet man natürlich in Alpen, aber ist eine andere Form. Also eher kleinwüchsig, auch Azalee genannt oder Alpenrose. Und von daher hat man dort natürlich, weil es die schon gab, den Namen verwendet, der in Europa schon üblich war, Rhododendron aus dem Griechischen. Die ist jetzt so relativ neu, seit ein paar Jahren hier in Europa zu finden oder in Deutschland. Glücksbambus genannt, Nadina und Nanten-Zoku auf Einheimisch aus Japan.
Es ist mittlerweile auch gesetzlich teilweise schon so, dass man eben nicht nur noch einen Neophyten-Hecke machen kann, also mit einer Neophyten wie die Thuja, sondern dass man da eben verschiedene Pflanzen abwechselnd als Hecke bepflanzt. Also da ist auch die Gesetzgebung oder die Gesellschaft auch mittlerweile weiterentwickelt, ne? Wenn ich dann von Migration rede, dann denken die meisten Leute eigentlich nur, dass man über Menschen redet und nicht über Pflanzen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass es so eine Doppeldeutigkeit eigentlich hat, ne? Und die Leute das dann gleich anders interpretieren, wenn ich sage, es geht um die Migration von Pflanzen. Das Boot steht natürlich auch für Migration, auch von Flüchtlingen und ist ja das wichtigste Transportmittel für Güter, ne? Also da spielt schon einiges mit rein, ja.